Fakt oder Fiktion? Ist es ein Mythos oder die Wirklichkeit? Woher wissen wir, was wahr ist und was nicht? Dumme Frage, oder? Oder vielleicht doch nicht so dumm? Im letzten Video unserer Bibelreihe ging es um die ersten Argumente dafür, weshalb die Bibel oft so scharf kritisiert wird. Dabei ist ein großes Problem, dass uns die Bibel dazu auffordert, mal darüber nachzudenken, wer eigentlich das Sagen in unserem Leben hat. Heute geht es um ein ganz anderes Argument, nämlich darum, dass immer wieder angezweifelt wird, ob man die Bibel historisch gesehen eigentlich für wahr halten kann. Eine der kuriosen Taktiken moderner Bibelkritiker ist der Versuch, den Begriff Geschichtlichkeit zu entwerten. Ein heutiger moderner Theologe geht sogar noch einen Schritt weiter und behauptet, dass die Menschheit erst ab dem 18. Jahrhundert das historische Denken überhaupt begriffen hat. Also erst ab dem 18. Jahrhundert konnten die Menschen zwischen Gegenwart und Vergangenheit oder zwischen wirklich geschehen und nicht wirklich geschehen unterscheiden. Seiner Meinung nach tun wir der Bibel Unrecht, wenn wir sie als historisches Dokument betrachten. Um als wahr zu gelten, muss eine Sache nicht unbedingt passiert sein. Sein Fazit ist, wir sind unbiblisch, wenn wir an die Bibel als ein Dokument glauben, das wirklich geschehene Geschichten erzählt. Diese Theorie zieht auch in Kirchen immer weitere Kreise. Oha, das heißt also, meine Vorväter konnten nicht zwischen Fakt und Fiktion unterscheiden? Ihre Aufzeichnungen sind also unzuverlässig? Heißt das, dass ich umsonst in der Schule die Abfolge der Herrscher während der Kaiserzeit auswendig gelernt habe? Oder dass die Reformation möglicherweise gar nicht stattgefunden hat? Dass ich mir die Römer vielleicht sogar nur eingebildet habe? Im Umkehrschluss könnten Mickey Maus und der Struwwelpeter tatsächlich existiert haben. Okay, Spaß beiseite. Es ist das alte Spiel mit der Bibel. Wir nehmen uns die Freiheit anzunehmen und abzulehnen, was wir wollen. Wir halten uns für so aufgeklärt und schauen auf diejenigen herab, die nicht so aufgeklärt sind wie wir. Der hochintelligente Arzt Lukas in der Bibel hatte genau dieses Spiel durchschaut, als er seinen Bericht über die Ereignisse, die geschehen sind, in der Bibel mit folgenden Worten einleitet. Er sagt, die Ereignisse, die bei uns geschehen sind und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren und dann den Auftrag erhielten, die Botschaft weiterzusagen. Und dann richtet er sich an den Adressaten und sagt, so kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Dinge überzeugen, in denen du unterwiesen worden bist. Lukas bezeichnet sich selbst als einen, der allem von Anfang an sorgfältig nachgegangen ist. Er hat also genau recherchiert und er will die Ereignisse der Reihe nach für seinen Freund Theophilos aufzeichnen. Seine Informationen dazu hat er von Augenzeugen bekommen. Klingt jetzt nicht gerade nach einem Märchen, oder? Fakten sind zuverlässige Lebensbegleiter. Fakten sind vertrauenswürdiger als momentane Gefühle oder Wünsche. Sie sind viel griffiger als flüchtige Trends und Moden. Das, was in diesem Buch hier beschrieben wird, sind keine erfundenen Geschichten. Es ist die Wirklichkeit, die Wahrheit. Wir wollen dir gerne in den nächsten Teilen noch weitere von diesen Tatsachen vorstellen, die du in der Bibel finden kannst. Aber du kannst dir natürlich auch selbst diese Berichte mal durchlesen. Solltest du keine eigene Bibel haben, dann kannst du gerne kostenlos eine über unsere Website bestellen. Vielen Dank, dass du dir den MyInput Impuls angeschaut hast. Wenn du mehr wissen willst, geh auf unsere Website myinput.it oder folge uns auf YouTube, Facebook und Instagram.